Ja, moin zusammen, willkommen zurück auf meinem Kanal und ohne viel Rumgelaber, worum geht es heute hier? Ich möchte euch zeigen, wie man die Wärmetauscher an einem T2B mit einem Typ 4 Motor demontiert und neue wieder montiert. Besonderheit hier, ich habe, wie ihr vielleicht im Hintergrund schon sehen könnt, von CSP, Custom Speed Parts, habe ich die Wärmetauscher Ersatzrohre mir besorgt. Ein Dankeschön auch schon mal vorab dabei an CSP. Das ist zwar jetzt keine Werbung, ich habe die Teile gekauft, aber ich darf deren Namen erwähnen und ich darf auch das Teil vorstellen und auch die Besonderheiten. Und möchte euch in diesem Video halt zeigen, was die Vor- und die Nachteile von den CSP Wärmetauschersatzrohren sind. Also, auf geht's! Was machen wir zuerst? Also, ich werde euch zeigen, auf was ihr achten müsst beim Demontieren der Wärmetauscher. Es gibt einen Unterschied, wenn ihr anschließend wieder normale Wärmetauscher montiert oder die Ersatzrohre. Bei den Ersatzrohren müsst ihr nämlich auch einmal die Stößelschutzrohre demontieren und diese ganze Reihenfolge, wie was gemacht wird, das bekommt ihr in diesem Video jetzt zu sehen. Vorab stelle ich euch von CSP die Wärmetauscherersatzrohre vor. Und für alle diejenigen, die jetzt vielleicht bestimmte Dinge schon kennen, die können das Kapitel überspringen. Ich werde das hier in einzelne Kapitel einteilen. Und alles, was ihr hier seht, was hier verbaut wird, was man benötigt, das verlinke ich euch am Ende auch wieder in der Videobeschreibung unten, sodass ihr dann dort die Teile bestellen könnt. Also, packen wir die Teile mal aus. Unboxing Neudeutsch. Ich sage einfach, wir packen es aus, gucken uns mal an, was drin ist und wie die qualitativ aufgebaut sind, die G-Rohre. Da habe ich ja schon mal erwähnt, dass das heute ganz schön kalt ist. Oh, 5 Grad hier in der Garage. Ich habe die Heizung an. So, schauen wir mal. Ich habe das hier schon mal aufgemacht. Vorab muss ich sagen, haben sie die Teile wunderbar schön verpackt. Ich habe mir das schon mal angeguckt. Qualitativ sind die super gefräst. Das sind die Rohre. Und im zweiten Karton finden sich die Anschlussstutzen. Davon habt ihr 4 Stück. Da gibt es eine Besonderheit beim Montieren. Was das ist, erkläre ich euch später im Videoverlauf. Ihr müsst nämlich darauf achten, wie ihr die montiert und in welcher Reihenfolge. 4 Stück an der Zahl. Bedienungsanleitung. Hochwertige Dichtungselemente. Die sind echt dick. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Die Kupferringe. Mega geil. Custom Speed Parts wirbt ja auch damit, dass die Teile hochwertig sind. Made in Germany. Wie gesagt, nochmal an dieser Stelle. Ich habe die Teile selber gekauft. Ich habe mich vorher erkundigt, ob ich das vorstellen darf im Video. Ich kriege dafür kein Geld. Das ist keine Werbung. Es wird ein ehrliches und offenes Feedback geben. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es gibt Vorteile. Es gibt aber auch vielleicht den einen oder anderen kleinen Nachteil, der aber verkraftbar ist. Das alles im Laufe des Videos. So, die Schritte beim Demontieren sind alle gleich. Dennoch, ihr braucht noch vorher einen Schalldämpfer für einen Auspuff. Vergesst das nicht. Auch nochmal so ein Schalldämpfer-Anbausatz mit neuen Dichtungen. Und wenn ihr die Stößelschutzrohre einmal demontiert, kann ich euch nur empfehlen, weil meine sind jetzt 4 Jahre am Laufen oder drinne gewesen. Ich werde die Ohrringe einmal alle tauschen. Ihr braucht einmal die für den Block und einmal die für die Gegenseite. 8 Stück jeweils. Verlinke ich euch alles. So, befreien wir hier mal die Wärmetauscher aus ihrer Verpackung. Und nebenbei, ich habe gerade gesagt Wärmetauscher. Das ist falsch. Das sind keine Wärmetauscher mehr. Das sind einfach Auspuffrohre, muss man sagen. Die allerdings auch von allerfeinster Qualität. Also, für wen sind die überhaupt geeignet? Wenn ihr so wie ich eine Standheizung habt, dann könnt ihr das gerne tun. Für alle diejenigen, die keine Standheizung haben, die bestellen sich bitte die Standard-Wärmetauscher. Warum habe ich die jetzt genommen? Also der Vorteil, den ich sehe daran ist, wie gesagt, ich habe eine Standheizung, ich brauche die normale Heizung nicht mehr. Meine Wärmetauscher sind komplett durchgerostet, die demontiere ich jetzt und die kommen dafür dran. Vorteil ist auch unter anderem schon mal,
dass du durch die bessere Abgasführung eine niedrigere Zylinderkopftemperatur bekommst. Ihr habt da noch einmal im Überblick die ganzen Einzelkomponenten. Die Rohre, die Anschlussstutzen, Anbaumaterial und nochmal zusätzliches Anbaumaterial. So, ich würde sagen, haben wir das schon mal gesehen und ausgepackt. Und jetzt geht's in den Motorraum und wir legen los. So, ihr müsst, bevor ihr da unten anfangt, den Schalldämpfer und die Wärmetauscher zu demontieren, müsst ihr erstmal hier drin im Motorraum anfangen. Diese schwarze Verblechung, die muss ab, denn ihr habt hier drunter noch ein Hitzeschutzblech und das muss erstmal demontiert werden, um dann auch besser an die Schrauben zu kommen vom Auspuff. Und das geht einfach besser, wenn ihr von dieser Seite da auch Freigang habt. So, als allererstes machen wir mal die Motorraumdichtung zur Seite. Die muss man auch nicht gleich neu machen, die ist nämlich noch in diesem Fall heile. Sollte die bei euch kaputt sein, könnt ihr die natürlich auch mal ersetzen. So. Ziehen wir die mal hier vorsichtig raus. So, die legt ihr euch außer Reichweite einfach ein bisschen nach hinten, da wo sie nicht stört, damit man jetzt auch überall vernünftig an die Bleche drankommt. So, die zur Seite, oh, die sieht sogar noch gut aus, die können wir noch mal verwenden. Fangen wir an mit dem Blech hier auf der rechten Seite. Hier sind 3 Schrauben, da, da und dort. Das muss erstmal ab. Schrauben legt euch immer gut zur Seite. Am besten in irgendeinen Auffangbehälter. Den hole ich mir mal gerade. Zack. Das Beste ist immer, wenn Schrauben am Ende übrig bleiben und man gar nicht mehr weiß, wo die eigentlich hingehören. Das auch ab. Öleinfüllstutzen. Stopft an dieser Stelle mal in den Öleinfüllstutzen Papier. Nicht, dass euch da mal tatsächlich eine Schraube reinfällt. Das ist so doof. So blöd kann man manchmal gar nicht denken, was da alles passiert. So, und unter dem Keilriemen, da sitzt noch eine Schraube von unten tatsächlich. Da muss ich mich jetzt selber noch mal rantasten, wie das war. Genau, das war von unten verschraubt. So Leute, könnt ihr da die Schraube sehen? Ah, ich hoffe, ihr hört jetzt nicht das Gebläse hier von dem Heizlüfter. Ah, also die eine Schraube, die da noch sitzt, ja, die muss weg. Die da. Das haben sie sich gut überlegt. Die da mit hinzusetzen, das macht total Sinn. Aber naja. Hier gibt es so manche Sachen am Typ 4 Motor, da habe ich mich manchmal gefragt, ob die freitags alle irgendwie frühzeitig ins Wochenende gegangen sind und dann das so gelassen haben, wie es ist. Das ist jetzt noch harmlos, aber an diese Schraube müsst ihr halt denken, wenn ihr das Blech von oben auch abbekommen wollt. Und die müsst ihr danach auch wieder reinfummeln. Zack und ab. Also die dahin gehört, unterm Keilriemen. Da saß die. Weiter geht's mit dem mittleren Blech. Ich habe gesehen, da sitzt auch noch eine Schraube von unten. Ich meine, die kam auch sogar von dem Hitzeschutzblech. Da und da, die müssen auch ab. Da komme ich jetzt erstmal so dran. Ja, das Blech ist sogar schon mal lose. So, das nehme ich noch mal raus. Da ist noch eine Gummidichtung und eine Abdichtung mit drumherum. Das Glas kommt auch mal hier weg. So, haben wir das rechte Blech schon mal weg. Legen wir uns schön zur Seite. Ich sehe gerade, dass tatsächlich das mittlere Blech mit dem Hitzeschutzblech, was ich jetzt schon bewegen kann, hier verschraubt ist. Das lassen wir da einfach jetzt dran. Das ist also nicht weiter tragisch. Da kommen wir so auch noch nicht dran. So, und das war jetzt hiermit verschraubt. Müssen wir gleich mal schauen. Ich muss erstmal noch das andere Blech demontieren.
So, und das linke Blech ist auch dran. Hier ist noch eine Schraube und da ist auch noch eine Schraube, die muss jetzt weg. Noch ein klein wenig die Motordichtung zur Seite und dann da die Schraube gleich ab. Halt, da ist auch noch eine. Da versteckt sie auch noch eine. Die muss auch weg. Fragt mich jetzt nicht, warum ich da jetzt mit dem Maulschlüssel dran muss. Ich hatte wahrscheinlich eine der Kreuzschlitzschrauben nicht mehr parat. Auch eins der Sachen, die ich nachher wieder gerade ziehe. Da gehört eine Kreuzschlitzschraube rein. Das ist ja wieder ein Mumpelzieher, ey. Und das dritte Blech. Das linke Blech zur Seite. Ist jetzt echt kein Scherz, ne? Aber wenn ich das schon wieder sehe, da liegt doch tatsächlich, seht ihr das? Da hat sich doch am Auspuff auch schon wieder eine der Muttern gelöst. Das gibt's doch gar nicht. Wie geht denn das? Das hatte ich schon mal. Richtig angeknallt und trotzdem gelöst. Jetzt könnt ihr schon mal was sehen. Und zwar, ich hoffe doch, zumindest da unten. Da. Da sitzt eine Mutter. Das Coole ist, auf der anderen Seite ist die ja lose, wie ich jetzt gerade selber festgestellt habe. Da brauche ich also nicht mehr dran rumfummeln. Aber an diese Mutter hier, da kommt ihr nicht dran, wenn ihr diese Bleche hier oben nicht alle demontiert. So, und hier sitzt jetzt quasi mit diesem Blech hier angeschraubt das Hitzeschutzblech. Das könnt ihr nachher wegnehmen, theoretisch. Das könnt ihr auch nur demontieren, wenn der Auspuff ab ist. Weil ihr schafft das nicht von hier oben reinzubauen. Ne? Also das liegt jetzt hier erstmal lose rum. Ich zeige euch das nochmal genauer. Da ist das Hitzeschutzblech. Hier. Das geht hier einmal drüber. Lassen viele auch gerne weg. Das gehört aber auf jeden Fall mit zum Motor. Da. Darunter liegt es. Kann ich euch nur empfehlen, das mit einzubauen. Das hält die Hitze mit ab, dass sie hier oben reinkommt. Und wenn ihr ein langes Leben eurem Typ 4 Motor wünscht, dann montiert das. Gibt auch einige billige Bleche, die sind nur aus Metall. Das funktioniert gar nicht. Da muss eine Keramikbeschichtung zwischen sein. Ich habe die damals bei, meine ich, Rana bestellt. 120 € müsst ihr damit rechnen. Aber baut es mit ein. Ich kann mir auch vorstellen, viele lassen das weg, weil das einfach total nervig ist. Das ist ein bisschen fummelig. Aber wenn es drin verbaut ist, dann müsst ihr da in der Regel auch nicht mehr dran. Und so wie in meinem Fall, ich habe hier einen Edelstahlauspuff verbaut. Da habt ihr eben sowieso Jahrzehnte mit Ruhe in der Regel. Ja, wie gesagt, auf der anderen Seite ist die Mutter los und bei der Mutter, da werden wir jetzt erstmal Karamba dran sprühen, dass sich das Ganze löst. Empfehle ich euch sowieso generell bei den Schrauben. Naja, jetzt weiß ich auch zumindest, woher das kommt, dass der ganze Motor so ein bisschen lauter geworden ist. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Ich habe schon lange Probleme mit dem Wärmetauschen und wollte die immer tauschen. Und dann kam eins zum anderen. So, den habe ich schon mal getroffen. Machen wir jetzt von unten auch noch an allen 6 Muttern. Naja, wie gesagt, die eine Mutter konnte man jetzt weglassen. Da braucht ihr keinen Karamba dran sprühen, keinen Rostlöser. Die war ja eh ab, umso besser. Weil eins sage ich euch, ey, das hier, diese Muttern zu lösen, ja, das ist auf Deutsch gesagt so beschissen. Ich weiß nicht, wie man die dahin konstruieren konnte. Wirklich, wirklich nervig. Du musst halt diese Bleche abbauen, um dann so einen dusseligen Auspuff zu wechseln. In der Regel macht man das ja auch nur einmal. Aber, oder vielleicht zweimal im Leben, weiß ich nicht. Aber ich habe den jetzt zum 3. Mal ab. Ja? Weil, wie gesagt, ich hatte nochmal kaputte Auspuff-Schalldämpfer und all so eine Scherze. Und dann habe ich immer wieder diese gammeligen alten Wärmetauscher, Ersatzrohre, nein, die nicht, die Wärmetauscher wieder angebaut. Und eigentlich wollte ich schon immer die von CSP kaufen, weil die mich doch angesprochen haben. So ist es im Leben. So, jetzt probieren wir das mal alles zu lösen. Ja, das löst sich schon mal, das ist gut. Aber so eng, wie man das hier gebaut hat, ich weiß nicht, was das soll. Die sind auch schon richtig lose. Bin positiv überrascht. Das ging echt schnell auf dieser Seite. Weiter geht's nach unten. So, die alten Handschuhe wieder an. Oh, Junge, Junge, Junge. Ja, der löst sich.
auch nicht der Bolzen. Und der löst sich auch. Also ich kann euch nur empfehlen, das mit einem vernünftigen Rostlöser einzusprühen. Und ich bin mir sicher, also WD-40 könnt ihr auch nehmen, aber ich habe bessere Erfahrungen hier mit dem Caramba gemacht. Das wirkt so gut. WD-40 ist ja so für alles da. Das kannst du wahrscheinlich auch hier irgendwo aufs Butterbrot schmieren. Aber dieses Caramba, geil. Das ist auch keine Werbung, das ist einfach so mein persönlicher Eindruck. Aber die Mutter oben ging schon so gut ab. Der war jetzt, glaube ich, ja auch hier 3 Jahre drunter. Ja. Na ja, gut. Was natürlich auch noch ein Riesenvorteil ist, wenn ihr irgendwo eine Hebebühne habt. Die habe ich nicht. Ich schraube hier in der Garage auf der Erde. Ich muss ja immer mit dem Arsch drunter kriechen, weil ich das Teil, den Bulli, nicht hoch genug bekomme. Ich habe mir jetzt hier auf meine Auffahrkeile drauf gefahren. Das ist aber okay für mich. Klobigsten und am schlimmsten sind die Wärmetauscher, kann ich euch sagen. Die sind richtig schwer. Wenn ihr da nicht aufpasst und die klatschen euch noch so mitten ins Gesicht. Das ist nicht ohne. Ich weiß, dass ich die hier damals montiert habe und musste dabei auch fummeln, dass die da richtig drauf gingen. Die Krümmerrohre, sag ich mal. Die Ansaugstutzen. Das war alles irgendwie ein bisschen enger bei dem neuen Motor. Da werde ich jetzt mal schauen und auch vor allen Dingen hoffen, dass das mit den anderen Rohren deutlich einfacher ist. Die sind nämlich leichter und auch aus Edelstahl gefertigt. Die G-Rohre, die Wärmetauscher-Ersatzrohre von CSP. Wenn euch die einzelnen Schritte hier zu lang sind, könnt ihr auch vorspulen. Wie gesagt, ich habe immer so ein paar Kapitel, die werde ich immer einrichten bei sowas, bei solchen längeren Themen. Aber wen mein Gejabbel interessiert oder was ich hier sonst so zu berichten habe, der hört einfach zu. Ach so, wenn ihr wollt, könnt ihr auch einfach mal ein Abo da lassen. Für die, die neu sind. Gibt's alles kostenfrei, die ganzen Anleitungen. Kostet euch nichts. Außer ein kleines Abo da lassen, Daumen hoch. Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts. So, der ist lose. Das war auch so ein Ding. Die Wärmetauscher und diese Stehbolzen vom Auspuff. Die Stehbolzen vom Auspuff sind so lang, dass ich unfassbar schlecht drankomme. Ich erhoffe mir einfach viel mehr Positives von den Rohren von CSP. Diese Seite haben wir so weit gelöst, wie es ging. Dann schauen wir mal, dass wir das hier von der anderen Seite jetzt gebacken bekommen. Das ist jetzt die linke Seite. Ich hoffe, dass sich die auch löst. Na, da sitzt es etwas fester. Da hat das Caramba noch nicht so gut gewirkt, wa? Die ist lose, ja. Auch gelöst. Ah, sie geht. Super. Es gibt ja immer eine Schraube oder Mutter, die verdammt fest sitzt und am Ende noch abreißt, ne? Das ist ja auch mal ein Phänomen. Das braucht kein Mensch. Ich habe das Hitzeschutzblech von oben noch mal an einer Stelle wieder festgeschraubt, damit es mir jetzt nicht runterfällt. Jetzt kann ich den Auspuff ganz easy abziehen und das Hitzeschutzblech bleibt da oben. So, dann packen wir den mal weg. So, aber jetzt mal ein erstes Resümee, Leute. Ne? Also guckt euch mal an, hier, das ist ja hier schwarz, aber hier ist ja noch schlimmer. Da ist es ja ringsherum schwarz. Ich meine, ist ja auch kein Wunder. Die Muttern waren ja an der Stelle ab und da auch. Aber zum einen, das hat die Lautstärke natürlich mit verursacht, aber die Wärmetauscher waren schon immer ein bisschen kaputt. Da ist irgendwo ein kleines Loch drin, die waren also immer schon recht laut. Aber das hat es natürlich nicht besser gemacht hier. Aber jetzt zeige ich euch mal noch was. Guckt euch mal hier diese alten Dichtungen an. Hätte mich damals schon gewundert, die sind super dünn. Da drinnen, das ist nur so ein Labberblech. Das ist alles weg. Hier genauso. Guckt euch das mal an. Das ist total dünn. Und jetzt guckt euch mal die von CSP an hier. Packen wir mal nachher nochmal aus. Die sind doch viel dicker. Die sehen doch vernünftig aus. Das hier war doch wieder der letzte Scheiß, ey. Also echt, die Qualität, die auf dem Markt verfügbar ist, die ist teilweise wirklich grottig. So, Freunde, also an dieser Stelle würde ich mich echt wahnsinnig drüber freuen,
als kleines Zwischenresümee, lasst doch einfach ein Abo da, wenn euch das bisher gefallen hat. Ihr helft mir, meinen Kanal mit zu wachsen. Das kostet euch überhaupt gar nichts. Und ich habe einfach dann so das Feedback von euch, dass euch das auch gefällt, was ich hier mache. Ich kriege dafür kein Geld. Wie gesagt, auch die Teile, die habe ich hier gekauft bei CSP. Aber fände ich cool, wenn ihr einfach die Glocke abonniert, ein Abo da lasst, vielleicht auch einen Daumen hoch. Das wird mir einfach helfen, hier weiter zu wachsen. Und ich weiß auch, dass es euch persönlich auch gefällt. Ich hoffe, ihr lernt da was draus. So, für heute ist Schluss erstmal. Morgen geht's weiter. Also ihr braucht nicht abschalten. Ich mache jetzt nur für heute Schluss. Ich habe noch was vor. Und morgen bauen wir dann die Wärmetauscher komplett ab. Und die neuen Ersatzrohre wieder dran. Wovon ich mir so einiges Besseres erhoffe, als mit dem alten Kladderadatsch, der da noch drunter hängt. Also, bis morgen, beziehungsweise für euch bis gleich. Weiter geht's. Moin zurück. So, wie ihr unschwer erkennen könnt, liege ich jetzt unterm Auto. Mal wieder. Und jetzt geht es erstmal an die Bleche, an die Schutzbleche, die ab müssen. Das müssten 3 Schrauben sein. Die müssen erstmal runter, ab von den Wärmetauschern. So Leute, und bevor jetzt hier irgendwie so ein dösiger Kommentar kommt, mein Gott, ist die Bude da unten drunter versifft. Das ist ein Motor, der lebt. Der hat 30.000 Kilometer hinter sich. Der wird auch richtig benutzt in den letzten 3 Jahren allein. Also wir sind da schön, wie ihr schon wisst, sicherlich durch Norwegen mitgesaust und auf Treffen gefahren und alles. Der wird bewegt. So, und ich weiß auch, woher dieser Siff kommt. Der ist Öl. Der frisst auch nichts großartig. Das ist von den Ventildeckeldichtungen. Mein Fehler mit. Ich habe nämlich beim letzten Mal die alten Deckeldichtungen weiter benutzt. Und das ist ein Fehler. Ne? Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Und irgendwo an der Benzinpumpe, ich habe die Originale noch, das ist ja auch so eine, ach, wie soll ich sagen, so eine Scheiße mit diesem Bakelit dazwischen oder was das ist, dieses Plastikgelumpe, dieser Abstandshalter. Da ist es auch ein bisschen am Siffen und dann zieht sich das natürlich durch den Fahrtwind hier unterm Motor lang. Deswegen ist das Blech jetzt hier auch so wunderbar versifft. Aber auch noch ein Punkt mehr, um den ganzen Rotz hier mal abzubauen und alles mal wieder neu aufzubauen. Stößelschutz, Ohrringe neu zu machen und die Ventildeckeldichtung, zack. Aber ich habe mich vertan, da ist irgendwo noch eine Schraube. Da. Ich hoffe, euch stört das nicht im Hintergrund mit dem Heizlüfter. Mir ist hier sonst einfach zu kalt. Es war jetzt draußen wieder wärmer geworden, so 7, 8 Grad. Aber hier in der Garage muss es erstmal schön angenehm warm werden. So, das ging fix. Bleche schon mal ab. Ja, wie vermutet, da hinten von der Pumpe kommt auch der Siff. Aber gut. So schlimm sieht es hier doch gar nicht aus. Wollt ihr mal einen Blick drauf werfen? Zeige ich euch. So, da müssen wir gleich ran. Die Schrauben vom Wärmetauscher. Naja, gut, und so. So sieht es jetzt hier unten drunter aus. Wie halt so ein Motor aussieht, wenn er benutzt wird. Da hinten kann man das erkennen. Da ist die Pumpe. Da sitzt dieses Plastikteil zwischen. Das ist am Siffen da wieder. Na gut, es geht. Gibt Schlimmeres. Motor, der arbeitet, ne? Und ehrlich ist. Weiter geht's. Mit der anderen Seite. Weiter geht's. Jetzt hier auf der linken Seite. Muss ich auch noch mal gucken. Da sind 3 Schrauben auch wieder. Oder doch 4. Gucken wir mal. Die habe ich schon mal ertastet hier. Warum sitzt die jetzt so fest? Die will gerade noch nicht. Gucken wir gleich mal nach. Erstmal die hier. So, was haben wir hier für ein Problem? Warum geht das nicht ab? Gucken wir mal, ob da irgendwas mit durchdreht. Geht einfach nur gerade schwer. Da muss ich mir gerade was überlegen. Da muss noch eine ab. Da hole ich jetzt mal den Akkuschrauber. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Während ihr bequem auf dem Sofa sitzen konntet, habe ich mir jetzt erstmal einen Akkuschrauber geholt. Leute, das ist auch immer da hinten. Das seht ihr gar nicht, ne? Nee. Na gut.
Also da hinten sitzt noch so eine Schraube. Jeder kennt sie, diese eine Schraube, die einfach nicht losgehen will. Ich weiß auch nicht, ich bin das so leid, das ist jedes Mal irgendeine, das kennt ihr sicherlich auch, die eine Schraube, die nicht losgehen will. Totales Phänomen, oder? Aber hier habe ich sie. Und das ist immer irgendeine, meistens ist es die letzte, ne, die dann nicht will. Leute, das ist echt so ein Phänomen. So, da haben wir auch noch eine. Die muss auch ab. Auf, so ein Ding. Die will auch nicht. Es sind schon 2 Kandidaten heute Morgen. Aber gut, das war's. Also, damit haben wir erstmal hier die Bleche ab. So. Jetzt können wir hier auch mal einen Blick reinwerfen. Hier sieht es doch recht trocken aus. Ja, da ist was am Wärmetauscher runtergelaufen. Aber gut, das kommt auch von der Ventildeckeldichtung. Ansonsten für 30.000 Kilometer. Also die Seite sieht trockener aus. Das ist doch erstmal in Ordnung. So, Bleche ab. Jetzt geht's an die Wärmetauscher. Das wird lustig. Ja, da sind auch noch 2 kleine Schrauben. Einmal die hier und einmal auf der anderen Seite ist die auch. Die müssen wir zuerst noch abschrauben. So, das ist aber jetzt keine besondere Sache mehr. Einmal auf der einmal auf der Fahrerseite und einmal auf der Beifahrerseite. Insgesamt 4 von diesen Schlitzschrauben. So, das ist jetzt wirklich an sich keine dolle Sache mehr. Einmal hier lösen. Und einmal. Uiuiui. Meine, eins ist klar, wenn ihr so eine geile Hebebühne habt, dann seid ihr schon echt die Kings. Ja, bei mir ist das hier immer Fummeln wie in der Nacht. Man findet's. Oder halt auch nicht. So. Das ist schon mal ab. Aber wie gesagt, an sich, das geht hier meist. Das sind einfache Schrauben. Da wird ja noch so ein bisschen Blech gehalten. Muss mir das jetzt nur erst gut weglegen, dass die Sachen alle zusammenbleiben. Leute, und die Schrauben, ne? Die müsst ihr auch nicht immer gleich wegschmeißen. Also ich reinige vieles hier nachher im Bremsenreiniger, weil die sind nämlich tipptopp in Ordnung noch. Muss nicht immer alles gleich in Schrott geschmissen werden, ne? So, das ist das Blech auf der einen Seite. Selbes Schauspiel hier auf dieser Seite. Wo ist sie denn? Da. Zack, die ist weg. Und dasselbe hier. Ich sage euch auch, warum die ab müssen, weil wenn ihr nämlich jetzt hier gleich hinten anfangt, könnt ihr jetzt wieder nicht sehen, zeige ich euch, Moment. So, weil da und auf der anderen Seite müssen wir gleich dran, ne? Also hier, die müssen gelöst werden an den Krümmern. Und wenn die Schrauben los sind und die hängen hier vorne noch dran, dann habt ihr erstmal wieder Spaß, weil die Wärmetauscher, sage ich euch, die sind echt nicht leicht, die sind richtig schwer. Wenn du das hier so alleine drunter machst und klebst da schon so mehr oder weniger zwischen Motor und Fußboden fest, dann hast du da auch wieder Spaß. Beim letzten Mal lagen sie mir auf dem Brustkorb, dann habe ich sie damit hochgedrückt. Geht alles, ich sage euch nur, es gibt bessere Arbeit. Aber dann ist gut, wenn die hier vorne ab sind, diese kleinen popeligen Haltebleche. Ja, und jetzt, kurz überlegt, jetzt geht es wirklich daran, die Wärmetauscher abzuschrauben. Ach so, wenn so wie bei euch natürlich noch die Originalheizung, also hinten mit dem Wärmeschlauch und alles dranhängt, da weiter hinten, das habe ich ja alles nicht mehr, weil ich ja eine Standheizung habe. Dann müsst ihr hinten natürlich noch den Wärmeschlauch einmal lösen, dann war es das aber auch. Und jetzt ab damit. So Leute, also die Mutter und die dahinter muss los und auf der anderen Seite ebenfalls die beiden Muttern. 4 Muttern pro Wärmetauscher und dann kommt euch das Ding entgegen hier, ne? Und dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Nur damit ihr schon mal seht, wo ich gleich dran schraube. Die müssen ab. Auf geht's. Ich habe die übrigens wieder vor mit hier Caramba eingesprüht mit Rostlöser. Kann ich euch auch nur empfehlen. Ach Leute, ich habe jetzt schon wieder was gesehen am linken Wärmetauscher. Ich bin so froh, dass diese alten Scheißdinger jetzt rauskommen. Sorry, ey. Aber, nee. Also ihr braucht, ist das jetzt ein 13er? Nee, das ist kein 13er. Kein 13er Steckschlüssel.
Was haben wir denn hier wieder für einen Sonderfall? Ich habe mal ein bisschen Auswahl mitgebracht. Tippen wir mal auf den 12er. 12er sitzt super. 11er wahrscheinlich nicht. Nee. Also, 12er Stecknuss, Leute. So, was habe ich eben schon wieder entdeckt? Auf der Fahrerseite am Wärmetauscher dachte ich, gucke nicht richtig. Da fehlen mir 2 Muttern. Also ich weiß nicht, was hier alles falsch gelaufen ist, aber jetzt über die letzten 3 Jahre, da ist mir doch glatt vom Krümmer hier, vom Ansaugstutzen, fehlen auf der anderen Seite 2 von den Muttern. Und ich habe die alle korrekt angezogen mit dem Drehmoment, das erzähle ich euch später, welches Drehmoment ihr aufbringen müsst. Ich kann euch nur raten, seht zu, dass er da nicht irgendwie anballert. Wenn er da die Stehbolzen abreißt, Junge, habt ihr aber Spaß, ey. Die kriegst du hier im eingebauten Zustand nur schwer raus. So, also ich brauche mal hier jetzt für mich ein bisschen Licht. Ich hoffe, ihr erkennt trotzdem, was ich jetzt hier mache. Ihr könnt das auch überspringen, das Kapitel, wenn euch das jetzt langweilt. Aber ich löse hier jetzt die Muttern, die geht los. Die auch. Löst die alle mal bis zum gewissen Grad. Erst seht zu, dass das alles lose ist, bevor ihr die komplett ablasst. Nicht, dass euch hier irgendwas auf die Birne donnert. So. Die sind da. Die lösen sich alle wunderbar. Schon wieder hier am Rumreimen am frühen Morgen. Das geht los. Da bin ich doch echt froh. Also 12er Stecknuss. Ich werde jetzt die hier zuerst lösen und die komplett runternehmen. Die sind aber auch beim Anbauset mit dabei. Die sind schon mal ab. Eins kann ich euch schon mal verraten, wenn ihr auf die CSP-Wärmetauscher umschwenkt, habt ihr es einfacher, das sehe ich und weiß ich jetzt schon. Weil da schraubt ihr zuerst die Anbauflansche oder die Anflanschstutzen nur dran und dann kommt quasi die Verrohrung dran. Hier hängt ja alles dran, das komplette Gewicht. Der Halter hier vorne, ich weiß gar nicht, ob ihr den jetzt seht, hier oben ist ja eigentlich nochmal die Lichtmaschine festgemacht. Das ist auch eines der Punkte, auf die ich nachher noch eingehe mit den Ersatzwärmetauschern von CSP. Jetzt sehen wir erstmal zu, dass wir das hier alles gelöst bekommen. So, bei mir sind jetzt alle Muttern lose und trotzdem rauscht der Wärmetauscher nicht runter. Ich wusste noch, dass der damals recht fest saß. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das alles so gelöst bekomme. Da müssen wir mal mit einem Hammer dran leicht. So, also hier. Obwohl, die sind gekommen. Okay. Also, bin auf dem richtigen Weg. Ich war mir gerade nicht sicher. Die saßen halt hier damals recht stramm drin. Ich muss also immer noch ein bisschen hin und her rütteln. Ich kann es euch leider gerade nicht anders erklären. Aber ihr müsst dann echt zusehen, wenn die so fest sitzen, dass ihr da dran rumrüttelt, bis die runterkommen. Aha. So. Oh, Leute, ab sind sie. So. Da bin ich schon mal echt froh. Erste Wärmetauscher ist weg. Da liegt das alte Ding. Also Geduld, Geduld. Hin und her wackeln. Da ist auch noch eine Schraube. Das hier ist für das Gebläse innen drin eigentlich original gedacht gewesen. Ne? Da wird ja die warme Luft durch ein Gebläse durchgepustet, durch den Wärmetauscher, dann soll das vorne ankommen. In den meisten Fällen auch nicht. Aber gut, so, das haben wir schon mal ab. Also ich kann euch nur raten, hämmert da nicht zu stark drauf rum. So ein kleiner Meinungsverstärker, so ein Gummischonhammer, wie ich ihn jetzt benutzt habe, ein paar Schläge mal geben und dann rappelt dran, weil wenn ihr daran rumreißt oder richtig dran rumbiegt und ihr reißt euch nachher noch irgendwie die Stehbolzen ab, das ist keine Freude, Leute, ehrlich, ey. Also, schön Piano, ne? Wo der Zylinderauslass 2 ist. Das ist hier der zweite Zylinder. Da ist dieser ovale Kupferring schon raus. Und hier, seht ihr, das glänzende, da sitzt der ovale Kupferring noch.
Die alten müssen raus, wenn sie nicht gerade so wie eben mit rausgefallen sind. Und werden ersetzt gegen neue. Die sind natürlich auch im Set dabei, aber denkt dran, lasst da nicht die alten drauf, die müssen unbedingt ab. Und das mache ich jetzt gerade noch. Und dann kümmern wir uns um die andere Seite mit dem Wärmetauscher, dass der auch abkommt. Weiter geht's. Jetzt muss ich noch einmal schauen hier. So. Da war's. Also. Das ist echt ein Phänomen. Beide Muttern weg. Am Zylinder 3. Sowieso wieder der Zylinder 3. Der ist auch immer so ein Ding. So. Also ich halte das Drehmoment, mit dem man die später festzieht, für etwas gering. Auf der anderen Seite muss man sich überlegen, auf so eine kleine Mutter, da kommt schon ganz schön was drauf. Dazu aber später mehr. Bevor ich euch da jetzt irgendeinen Quatsch erzähle, gucke ich nachher nochmal. Aber ich meine so 22, 25 Newtonmeter, mehr war das gar nicht. Auf die Mutter. So. Also wie gesagt, dass die Karre laut wurde, ist schon ein Phänomen. Aber die war, wie gesagt, von Anfang an auch laut. Also nicht, dass er jetzt meint, nur weil die Muttern fehlen, sind die Auspuffgeräusche lauter geworden. Das ist natürlich ein Grund jetzt mit. Aber die Wärmetauscher waren nie wirklich in Ordnung. Ich habe es mir damals gespart. Ich hätte das bei der Restauration gleich machen sollen. Ihr seht ja, was das für ein Aufwand ist. Also ganz ehrlich, ich will danach auch 20 Jahre keine Wärmetauscher mehr sehen oder tauschen müssen. Aber ich mache das jetzt. Und soweit ich das sehe, gibt es dazu auch noch kein Video bei YouTube. Da sehe ich die einmalige Chance, das jetzt mitzugucken. So, der rappelt schon mal. Das ging schneller. Super. So klappt das in der Regel eigentlich auch. Okay, haben wir den auch ab. Hier ist ein bisschen Öl noch, aber gut, die hat mir ja schon geschaut. An sich ganz okay. So, beide Kupferringe fehlen. Das heißt, die sind da oben noch drin. Da sitzt er. Wenn ihr da drin rumfummelt, seht zu, dass er irgendwie vorsichtig mit dem Schraubendreher beigeht. Und nicht irgendwie da mit spitzen Gegenständen rumstochert, zumindest nicht auf der Dichtfläche. Muss man ein bisschen gucken, die sitzen jetzt wieder etwas dran oder verspannen sich manchmal leicht. Ich habe das auf der anderen Seite eben auch gehabt, aber die kriegt man ab. Gut, also die Kupferringe hole ich mal raus. Und dann wäre es gleich an der Zeit, erstmal ein Fazit zu ziehen, wie es weitergeht. Geschafft. Erstes Fazit. Ich habe hier 3 Kupferringe, die in Ordnung sind. Und Zylinder 3, ihr erinnert euch, 2 Muttern fehlten. Was ist denn das für ein Kupferring? Da fehlt's. Da ist ein Stück rausgebrochen. Weg. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe die Heile eingesetzt damals. Also ich weiß auch nicht. Das ist so das erste Resümee. Was kann ich euch noch sagen? Also, wenn ich die in der Hand nehme, ich würde sagen, da haben wir so 1 Kilo. Ja, und wenn ich hier diese alte Rotze in der Hand nehme, da würde ich sagen, haben wir so 4, 5 Kilo in der Hand. Ich habe es jetzt nicht nachgewogen, also bitte nagelt mich nicht drauf fest, wenn ihr das nächste Drag Race oder Beschleunigungsrennen mitmachen wollt, weil er dann irgendwie 8 bis 10 Kilo euch spart. Das nur mal so nebenbei. Die hier, das kann man nachher wunderbar, ganz einfach, denke ich, montieren. So denke ich mir das. So. Ich bin froh, diese Wärmetauscher jetzt ausgebaut zu haben. Und ich freue mich auf die neuen und nicht auf diese alten, gammeligen Dinger. Für all diejenigen, die jetzt keine Standheizung verbaut haben, also ihr müsst, theoretisch könnt ihr auch mit eurem TÜV-Prüfer sprechen, ihr müsst wieder Heizbirnen einbauen. So hieß es ja im klassischen Sinne, Wärmetauscher, Heizbirnen, die dann wieder montiert werden. Bis hierhin waren die Demontierschritte. So, und jetzt kommt noch eine Besonderheit, wenn ihr also die von CSP, diese Ersatzrohre montieren wollt, steht in der Anleitung, dass ihr auch die Stößelschutzrohre demontieren sollt.
Also 8 Stößelschutzrohre insgesamt. Deswegen hatte ich auch am Anfang erwähnt, ich habe mir hier noch neue Ohrringe besorgt. Die 2 unterschiedlichen Größen. Das werden wir jetzt uns mal anschauen, ob ich das wirklich machen muss. Denn ansonsten geht es weiter mit den Anschlussstutzen. Das sind also 4 Anschlussstutzen und das ist jetzt schon mal ein Riesenunterschied. Die sind schön leicht, die kann man wunderbar jetzt montieren. Kupferdichtung drauf. Und nicht wie da jetzt das ganze Gelumpe in den Händen halten. Also da sehe ich schon mal den ersten großen Vorteil. Besonderheit. CSP hat mir da nochmal das Bildmaterial mit dazu geschickt. Beim Einbau müsst ihr darauf achten. Es gibt hier asymmetrisch und symmetrische Anschlussstutzen. Dieser hier ist symmetrisch. Ich zeige euch gleich auf, was ich meine. Andere Seite. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Die sind asymmetrisch. Also die sind so mit der Achse geneigt. CSP hat mir extra nochmal den Tipp mitgegeben, das gerne in dem Video zu erwähnen. Die Skizze, die Anbauleitung. Stopp. Die Einbauanleitung besagt es auch. Da ist es noch einmal ganz klar dargestellt. Also Zylinder 1 und 4 in dem Fall bekommen die symmetrischen und Zylinder 2 und Zylinder 3 bekommen die asymmetrischen Anschlussstutzen. Cool ist, die haben das hier schon mal beschriftet auch, also Zylinder 2 und 3 ist hier drauf erwähnt worden. Das finde ich super, cool gemacht. Es steht in der Einbauanleitung. Habe ich heute ein schwieriges Problem mit dem Wort, weiß auch nicht, woran das liegt. Ich blende euch das hier jetzt auch noch mal kurz mit ein, dann könnt ihr euch das gerade noch mal vor Augen führen. Wie gesagt, es steht hier mit drin, kein Problem. So, also für all diejenigen, die jetzt normale Wärmetauscher einbauen, könnt ihr einfach jetzt in umgekehrter Reihenfolge beginnen. Wir müssen uns jetzt mal anschauen, ob wir noch die Stößelschutzrohre ausbauen oder ob es auch so geht. Das hat was mit der Freigängigkeit zu tun, werden wir gleich sehen. Also tatsächlich ist es so, wir müssen jetzt erstmal die Ventildeckel abbauen und dann die Kipphebelwellen runternehmen, um dann anschließend die Stößelschutzrohre zu demontieren. Das hat den Hintergrund, dass die Flansche hier etwas dicker sind. Ich kriege sie also nicht dadurch. Und hier ist eine Aussparung, wie ihr sehen könnt. Das ist dafür gedacht, dass die Freigängigkeit der Stößelschutzrohre gewährleistet ist. Ja, hier könnt ihr das auch noch mal sehen. Also, das ist der Unterschied zu den normalen Wärmetauschern. Jetzt könnt ihr dann in umgekehrter Reihenfolge die normalen Wärmetauscher wieder dran bauen. Hier von den CSP-Produkten müssen wir jetzt, wie gesagt, einmal das alles abbauen. Und deshalb geht es jetzt unter dem Motor und geht es noch weiter ans Demontieren. Ja, dann schnappt euch einen großen Schraubendreher oder probiert es mit der Hand oder mit einem Lappen. Kann man es auch runterhebeln. Zack. Die sind ab. Auch so ein Ding. Das hat mich tierisch angenervt. Wenn die Standard-Wärmetauscher drunter sind, kriegt ihr das hier fast nicht ab oder wieder vernünftig drauf. Das ist noch viel schlimmer. So komme ich jetzt wunderbar dran. Und das werdet ihr auch nachher sehen mit den Wärmetauschern, dass die von CSP da eine bessere Freigängigkeit gewährleisten. So, das sind die alten. Wann sind die dünn geworden? Die kommen jetzt weg. Jetzt, wo wir auf dieser Seite hier sind, kommen wir auch gleich an die Kipphebelwellen dran. Ja, 12 oder 11? Was haben wir hier? 11. 11er Stecknuss. Ja, der Vorteil beim Typ 4 Motor ist halt, dass ihr hier die Stößelschutzrohre ausbauen könnt, ohne dass ihr die Zylinderköpfe abbauen müsst. Das ist nämlich so ein Thema, das habt ihr dann beim Typ 1. Da müsst ihr dann die Zylinderköpfe erst abbauen, um die Stößelschutzrohre zu demontieren. Oder ihr habt federbelastete, dann geht das natürlich. So. Zack. Legt euch die Kipphebelwellen exakt in derselben Position zur Seite, beschriftet es einmal. Also das hier ist Zylinder 1, die Kipphebelwelle für Zylinder 1.
das hier für Zylinder 2. Legt euch die Teile genau an dieselbe Position wieder zur Seite, damit nachher alles seinen korrekten Platz hat. Dasselbe gilt für die Stößelschutzrohre, mag das vielleicht noch egal sein, aber für die Stößelstangen, dass er die an dieselbe Stelle wieder packt, weil die sich dann doch über die Jahre an der Position auch einlaufen. So, jetzt gucken wir mal. Da ist die Halteklammer. Das ist so eine Besonderheit für die Stößelschutzrohre. Ich will gleich mal gucken, dass wir das auch ordentlich zur Seite legen. Erstmal einmal gerade Unterlegscheibe mit den Muttern zur Seite. Wahrscheinlich muss ich die hier auch lösen und dann damit gemeinsam einmal rausnehmen. Schauen wir gleich mal. Schieben wir noch mal ein bisschen drauf. Da ist diese Halteklammer damit weg. Die Klammern halten nachher die Rohre wieder an der Position. Also nehmt euch die Stößelstangen so raus, dass ihr nachher auch die exakt an derselben Position wieder zuweisen könnt. Und auch vor allen Dingen richtig rum. Macht das Schritt für Schritt. Ich nehme jetzt jeweils eine in die rechte und eine in die linke Hand und lege die mir wieder an meinen Platz. Wie ihr euch das markiert, das bleibt euch überlassen. Merkt euch nur die Position. Und nicht fallen lassen. Dann schauen wir jetzt mal, ob wir die schon so gelöst bekommen. Ich packe die jetzt mal mit beiden an. Ja, die habe ich schon mal lose. Nummer 3. Ja, die Ohrringe kommen auf jeden Fall neu. Ne? Also die dickere Seite bekommt die größeren Ohrringe. Das sind die, die bei mir jetzt am Platz liegen, in grün. Und die im Motorblock bekommen die schwarzen Ohrringe, die dünneren. Einmal gleich richtig sauber machen, ja alles. Aber erstmal raus damit. So, und die kann ich jetzt auch so zur Seite legen. Packst du trotzdem an dieselbe Stelle zurück. Also weiter geht's. Da habe ich mir noch einen Tipp geben lassen, aber da müsst ihr vorsichtig mit umgehen, wenn die sich einfach nicht lösen wollen. Da müssen wir vielleicht eine Wasserpumpenzange nehmen. Aber ich probiere es jetzt noch mal. Hey, da muss ich mir noch mal die Wasserpumpenzange holen. Das kriege ich so gerade nicht los. Vielleicht noch mal ein Stückchen Papier probieren. Ach, das geht auch mit einem Stückchen Papier. So, Nummer 2. Wenn er das mit der Wasserpumpenzange macht, müsst ihr aufpassen, dass er die hier nicht kaputt drückt. Ist klar, ne? So. Der ist auch los. Mit einem Stückchen Papier geht's. Das könnt ihr auch machen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den Kollegen auch noch loskriegen. Ja, ein bisschen bewegen. Kann man sie dann auch drehen. Ein bisschen hin und her drehen und dann löst sich das. Fein, fein. So. Die nehmen wir jetzt erstmal alle mit. So, und exakt denselben Schritt machen wir jetzt auf der anderen Seite nochmal. Das braucht ihr euch, glaube ich, jetzt nicht nochmal im Detail angucken. Also Zylinderdeckel runter, die Kipphebelwellen abmontieren, Stößel raus und die Stößelschutzrohre auch raus. Und dann machen wir hier am Tisch gemeinsam weiter. Wir bestücken die Stößelschutzrohre erstmal neu mit neuen Ohrringen und dann bauen wir die Anbauflansche an. Und dann geht alles in umgekehrter Reihenfolge. Bis gleich. So, haben wir die Beifahrerseite auch befreit vom Ventildeckel, den Kipphebeln, den Stößel und den Stößelschutzrohren. Ich habe noch einen kleinen Trick. Ich hatte da 2 Rohre, die gingen echt schwer. Guckt mal, wenn er hier so einen 22er Maulschlüssel nimmt, oder ein 20er wird wahrscheinlich auch gehen, setzt hier an und zieht er sie vorsichtig mit raus. Soweit ich das sehe, macht das auch nichts mit kaputt und außerdem sind die hier auch recht konisch und groß
Da passiert nichts, also da könnt ihr ein bisschen mitziehen. Und dann gehen die raus. So, bevor wir jetzt die Anschlussstutzen anschrauben, weil dann geht es wirklich in umgekehrte Reihenfolge, machen wir jetzt erstmal gemeinsam die Stößelschutzrohre sauber und bestücken die mit neuen O-Ringen. Dann habt ihr das auch mal gesehen. Und für euch ist das jetzt in umgekehrte Reihenfolge. Also hier ist in Fahrtrichtung rechts für mich. Erster Zylinder, zweiter Zylinder, dritter Zylinder und vierter Zylinder. Also ich habe mir die auf der rechten Seite so hingelegt, dass ich das nachher genauso wieder einbauen kann. Und auf der linken Seite genauso. Deswegen, das ist dritter Zylinder. Und das hier ist der erste Zylinder. Wie ihr das macht, bleibt euch überlassen. Ihr könnt die auch beschriften. Nur bei mir liegt alles exakt an derselben Stelle wieder. So, und dann schauen wir mal. Ich fange jetzt auch mit dem Rohr auf dieser Seite an. Und ja, man geht da bloß nicht mit so spitzen Gegenständen rein. Mache ich das jetzt erstmal hier in groß, damit ihr das auch sehen könnt. Also Ohrringe, die kann man so ein bisschen immer drücken, wenn man so Handschuhe anhat, und dann zieht man die einfach ab. Ja, hat man sie hier lose. Die kommen alle neu und dann werden die hier auch einmal schön gleich mit Bremsenreiniger gereinigt. Macht nicht den Fehler und verbaut dieselben Ohrringe wieder. Das macht man nicht. Das geht nicht gut. Wird auch nie wieder wirklich dicht. Ich gehe jetzt mal zum Reinigen mit dem Bremsenreiniger nach draußen, weil das brauche ich jetzt hier nicht alles in der Werkstatt. Dann stinkt es hier wie Hulle und man ist hier total benebelt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich glaube, reinigen, das kriegt ihr erstmal selber hin, wie es geht. Und dann machen wir gleich weiter mit dem Ohren beziehen. Teile sind gereinigt. Ich brauche jetzt erstmal einen Schluck Wasser. Nachher gibt es ein Bier, ey. Das schwöre ich euch. So. Wir montieren die Ohrringe. Also. Ohrringe sauber auslegen. Ich habe jetzt keine Handschuhe mehr an. Macht das mit den Fingern, damit ihr da nicht nur irgendwie Fussel oder sowas zwischen habt. Nur kurz. Die müssen jetzt keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, ja. Also könnt ihr gerne machen, aber bei mir sind die jetzt gereinigt mit Bremsenreiniger von außen und vor allen Dingen hier innen drinne, da wo die Ohrringe hin müssen. Da muss es picobello sauber sein. Und dann nehmt ihr euch den Ring und man dreht den so rüber mit den Fingern. Und dann sitzt er. Dasselbe nochmal. Ohrring nehmen und einfach sauber rüberdrehen. Zack. Jetzt braucht ihr da auch nicht wirklich irgendwas dran schmieren mit Fett oder dergleichen. Macht das einfach, ja, ich hätte schon mal gesagt, mit eurem Fingerfett. Ihr könnt Silikonfett nehmen oder Molikote M55, das geht auch. Aber schmiert da jetzt nichts dran. Manche schwören da drauf und packen da irgendwelche Pampe mit dran, auch nachher beim Einsetzen. Bleibt jedem selber überlassen. Kann ich euch persönlich aber nur von abraten. Einige von den Dichtungsmitteln oder die man daran klatscht, härten aus. Und dann habt ihr nachher da wieder die Undichtigkeit. Also nehmt einen guten Ohrring, sehr gute Ohrringe, und montiert die dann einfach sauber. Ja, weiter geht's. Legt euch das Ganze hier auf ein neues sauberes Blatt Papier. Hier muss ich gerade noch mal bei. Da ist noch Sift dran. Da sind teilweise auch ganz schöne Verkrustungen mit drin. Wahrscheinlich von Altölrückständen, die dazwischen gekommen sind. Ich hatte jetzt nicht wirklich Probleme an den Stößelschutzrohren. Ist aber auch wirklich, ehrlich gesagt, keine Seltenheit, dass das da irgendwie rumsifft mal. Ich glaube, es wäre cool, wenn man sich diese hier irgendwie, tja, hätte man ja gesagt, schon in so ein Ultraschallbad reinlegt. Na gut. So, haben wir das auch fertig. Achso, vielleicht noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt. Also hier, wo jetzt mein Fingernagel ist, ja. Da ist die Schweißnaht von diesen
Rohren. Die sind geschweißt. Und an dieser Stelle, diese Schweißnaht, ich habe das jetzt auch mehrfach im Internet gelesen, da bin ich einer Meinung, die zeigt nachher nach oben zur Motorseite. Also dreht die Schweißnaht nicht nach unten und dann beim Montieren zeigt sie zu den Zylindern. Weil wenn hier Öl drin zurückläuft, dann ist hier mal vielleicht nicht sauber geschweißt worden, dann sifft es euch zumindest da auch nicht raus. Das nochmal als kleiner Tipp. So, was machen wir jetzt? Die haben wir fertig. Jetzt geht es tatsächlich an die Anschlussstutzen. Ach so. Nur mal so sieht so ein alter siffiger Ohrring aus, ne? Weg damit. Weiter geht's. Jetzt weiß ich gar nicht, zwischenzeitlich war mein Mikrofon hier aus. Ich hoffe, ihr habt das alles noch irgendwie mitbekommen. Also, jetzt kommt Anschlussstutzen Nummer 1 und Nummer 2. Einer von den beiden. Nummer 2 war asymmetrisch. Das Thema hatten wir ja am Anfang. Was braucht er noch? Ich brauche jetzt erstmal hier noch so eine Kupferdichtung. Davon 2 Stück mitnehmen. Unterlegscheiben und Kupfermuttern. Die befreien wir jetzt erstmal so, mit einem Messer. Die haben sie hier ja wunderbar auch so eingeschweißt. Dennoch aufpassen beim Rausholen, dass er dann nichts irgendwie beschädigt. Ich mache das jetzt mal hier vorsichtig. Mal gucken, ob das schon geht. Das haben sie auf jeden Fall gut gemeint. Ist aber auch richtig so, dass das nicht durch die Gegend fliegt. Also da muss ich vorsichtig näher dran lang schneiden, sonst komme ich da nicht ran. Einmal in die Folie reingeschnitten, aber nicht auf die Dichtung. Die packen wir uns mal dahin. Seht bloß zu, dass die sauber bleiben. Euch auch nicht auf den Boden klatschen oder dergleichen. Die müssen absolut kratzerfrei bleiben. Fühlen sich gut an, gute Qualität. So, bisschen weniger zimperlich, denke ich, da haben wir das Thema mit den Unterlegscheiben. Da wird nichts passieren. So. Okay, Aufkleber ist noch drin. Gut, den kann ich mir jetzt sonst irgendwo erstmal hinpacken. Ihr könnt euch eine Scheibe kleben oder was auch immer. So, los geht's. Schnappen wir uns mal 4 Muttern, 12er Stecknuss, 4 Unterlegscheiben. Und dann beginnen wir in Fahrtrichtung rechts mit Zylinder 1 und 2. So, die packen wir uns auch schon mal gut weg. Nehmen wir mit. Puh, Leute, mir ist gerade noch das Herz in die Hose gerutscht. Ich habe mich eben noch gefragt, hier die Flanschverbindung mit den anderen Flansch verbinden. Also, ne, hier. Da. Hier, das mit dem, das muss ja irgendwie, da muss ja irgendwas zwischen, ne? Ja. Habe ich gedacht, oh shit. Aber in dem Karton, wo die großen Rohre waren, da lag das Gott sei Dank noch mit drin. Also das braucht er auch dann die Dichtung, ist ganz klar, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das findet sich alles. So, wir sind wieder unter dem Motor. Also vorab, Anschlussstutzen kommen jetzt ran. Hier innen drinne, wo jetzt gleich die ovalen Kupferdichtungen hinkommen, ist klar, dass da innen drinne die Flächen sauber gemacht worden sind von euch, ne? Das müsst ihr also machen, einmal reinigen, nehmt da Bremsenreiniger und dann putzt einmal vorsichtig drüber, aber dass keine Krümmel oder Dreck da vorhanden sind. Dasselbe hier hinten schon mal, habe ich schon mal gemacht, das solltet ihr auch tun. Hier kommt ja nachher das Stößelschutzrohr zum Block rein, das wird also von hier wieder durchgeschoben, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst, hier und hier habe ich auch schon drin geputzt, dass das alles schon mal picobello ist. Ja, damit ihr euch nicht nachher irgendwelchen Dreck oder sowas da mit reinschiebt. So, und jetzt geht's endlich los. Also das ist für Zylinder 1. Ich mache hier gerade einmal einen Trockenlauf.
Ah, ganz simpel. Also setzen wir hier mal die Kupferdichtung drauf. Balancieren das Ganze vorsichtig hier hoch. So, kleiner Tipp an dieser Stelle. Ich habe mir jetzt hier Auspuff-Montagepaste noch ein bisschen drauf geschmiert. Auf den Kupferring. Hat den einfachen Hintergrund. Mir fällt das jetzt nicht so hier runter. So. Und dann schauen wir noch mal, wie das hier am besten passte. So. Schieben wir es noch mal drauf. So, ich habe die Dichtung jetzt vorher eingebracht. Das ist mir irgendwie doch zu fummelig hier. So, der erste Stutzen sitzt. Hier ist diese Aussparung für die Stößelschutzrohre. Die habe ich jetzt auf die Seite gesetzt. Also in Fahrtrichtung nach vorne zeigend. Bin ich ehrlich, habe ich jetzt auf der Montagezeichnung auch nicht richtig erkennen können. Da stand nicht viel zu. Ich gehe aber davon aus, dass die danach alle auch hier passen. So, ich sehe schon, ich muss mir hier eine kürzere 12er Nuss holen. Ich mal gucken, ob wir das erstmal hier mit angezogen bekommen. Also das soll auch noch nicht wirklich komplett festsitzen. Erstmal so leicht angezogen das Ganze, die Nummer. Also ihr bräuchtet hier irgendwie eine kürzere Nuss. Die habe ich jetzt gerade leider nicht da. Muss ich jetzt leider erstmal so probieren. Bisschen suboptimal bei mir gerade. Kriegen wir aber schon irgendwie hin. Sonst muss ich leider mal gucken, was ich noch im Hause habe. Irgendwo hatte ich noch ein paar passende Nüsse. So, das kann schon mal nicht wegfallen. Das ist schon mal gut. So, sorry für das Durcheinander. Hier ist halt einfach mal auch ein bisschen improvisieren angesagt. Also, jetzt habe ich hier den passenden. Einen kurzen. Damit komme ich auch dran. Ja. Wie ich das nachher mit dem Drehmomentschlüssel mache, weiß ich noch nicht genau, weil ich glaube, ich habe da nicht ganz den passenden. Na gut, muss ich dann mal schauen. So, jetzt gucke ich doch einmal, ob das probeweise passt. Mit dem Durchstecken. Da kann ich euch jetzt auch nur raten, probiert das schon mal aus und steckt das Stößelschutzrohr mal durch, um zu schauen, ob es da unten nicht nur in seine Position geht, sondern ob das hier auch dran vorbeiläuft. Also das ist auf jeden Fall frei. Das ist kein Problem. So, wenn wir das mit den Stößelschutzrohren dann machen, gucken wir dann nochmal. Die müssen wir nachher wahrscheinlich mit so einem Schonhammer, so einem Holzklotz, vorsichtig da reindrücken. Das passt aber schon mal. Gut. Weiter geht's. Dann mit Nummer 2. Da hat man schon alles sauber gemacht. Kommt der Kupferring an seine Position. Eigentlich ganz cool, dass der da auch schon so hält. Gut, hier ist auch wieder, könnt ihr das sehen, diese Einkerbung. Hier ist es eindeutig. Hier ist das letzte Stößelschutzrohr, was durchläuft. Zack. Das ist doch prima. So. Brauchen wir mal hier fix Unterlegscheibe und Kupferring. Ihr könnt natürlich auch zur Montage hier noch Kupferpaste drauf machen. Das habe ich jetzt nicht gemacht.
wollte es nur der Fairness halber erwähnen. Bei einer späteren Demontage, was ich eh nicht wieder vorhab. Mal schauen, wie es so läuft. Ach, herrlich, wenn ihm alles schön im Weg hängt. Super. Naja, so. Dann wollen wir mal schauen. Hier muss ich jetzt mal irgendwie die Scheibe drauf bekommen. Oh. Oh. Also, was stelle ich hier schon mal fest? So mit Wurstfinger, da habt ihr so ein bisschen Problem. Dennoch, wer einmal hier diese Wärmetauscher getauscht hat, der weiß, wie fummelig das ist. Habt ihr ja eben gesehen beim Demontieren, wenn ihr das Ganze jetzt mit 5 Kilo Gewicht hier runterhebeln müsst alleine und keine Hebebühne habt, so wie ich, dann ist das ganz schön fummelig und verkrampfend unter Umständen. Ja, aber es geht. Da finde ich das hier mit diesen kleinen Stutzen doch um einiges besser. So, haben wir die schon mal fester. Also nicht fest. Macht das Ganze erstmal so vorsichtig. Nichts nicht anknallen, damit sich das Ganze dann noch irgendwie so ein bisschen auch setzen kann. So steht es auch drin in der Anleitung. So, machen wir das hier auch noch mal vorsichtig. Lösen. So. Haben wir hier ein bisschen. Die bewegen sich auch noch. Gut, haben wir hier ein bisschen Spiel. Also. Und das sieht schon mal gut aus. Könnt ihr das sehen? Na, eigentlich jetzt nicht, ne? Also die Bohrlöcher hier, die müssen so in einer Flucht liegen und nicht so jetzt verdreht. Dann habt ihr nämlich die Anschlussstutzen falsch montiert. Also Zylinder 1, Zylinder 2 ist auch beschriftet. Passt schon mal. So. Und jetzt würde ich sagen, gucke ich schon mal nach dem passenden Rohr. So, welches der Rohre wohin gehört, das merkt er ganz schnell selbst. Also das hier, muss ich jetzt mal aufpassen, das hier, diese stärker gebogene, das kommt auf die Seite, auf die rechte Seite. Wenn ihr das auf der anderen Seite montieren wollt, dann ist das hier am Motorblock voll im Weg. Also hier würde ich mir noch wünschen, dass zumindest vielleicht das einmal trotzdem mit drauf gelasert wird, dass drauf steht rechte Seite, linke Seite oder R und links. Na, das fände ich noch ganz cool. So, ansonsten geht es jetzt erstmal damit weiter. Das montieren wir jetzt mal hier. Also, jetzt habe ich noch mal geguckt, es kommen jetzt doch erst die Stößelschutzrohre mit rein. So, was ich jetzt benutze, ist hier PTFE-Spray. Ne? Das könnt ihr benutzen, in meinen Augen, weil das flutscht wirklich wie Sau. So, jetzt probieren wir das Ganze auch hier vernünftig hineinzubekommen. Ach, und da müssen wir uns schon wieder ein Werkzeug besorgen. Wie geil! Gucken wir mal, was geht. Was haben wir denn hier noch in diesen alten Schubladen? Ich habe was gefunden. Das könnte gehen. Oder wir nehmen das. Zwei Möglichkeiten. Wir testen das jetzt. Ich habe das vorher auch noch nicht gemacht. Also ich habe hier den Zündkerzenschlüssel. Und ich merke, dass das geht. Mit leichten Schlägen, das passt super, das Teil. Das ist jetzt am Ende drin. Super. Das ist völlig in Ordnung. Der Zündkerzenschlüssel passt. Macht da mit ganz leichten Hammerschlägen das ganze Ding. So, ich hole mir jetzt erstmal Stück für Stück die Stößelschutzrohre, setze die ein. So, der sitzt auch schön stramm drin. Irgendwo habe ich das mal gelesen, wenn die richtig schön stramm reingehen, soll das alles super sein. Ich muss schon sagen, die Ohrringe, die da jetzt drin sitzen, die sitzen super. Bei uns in der Konstruktion hätte schon wieder irgendeiner gesagt, boah, die sind ja völlig überdimensioniert und die passen noch gar nicht und so. Naja, wird sich damals bei so einer Nummer sicherlich auch jemand was gedacht haben. Wie wir alle wissen, arbeiten diese
Köpfe ja nun auch durchaus Wärmeausdehnung und da muss einfach alles nachher picobello abdichten. Na ja, gut, picobello. Sofern man das hier von diesen alten Motoren so sagen kann. Super. Also, das geht gut. Gefällt mir. So, hier ist alles frei. An die Muttern kommen wir auch noch nachher dran, so soll es ja auch sein. Laut CSP steht es aber so drin. Jetzt erstmal, wie gesagt, die Stößelschutzrohre rein. Und dann gehen wir jetzt mit dem letzten hier an den Start auf der rechten Seite. Ist schon irgendwie spannend, wenn man das erste Mal macht. Also wie gesagt, ich habe das auch noch nie irgendwo gesehen. Aber wie gesagt, dafür ist YouTube ja auch mal da. Kann man sowas wunderbar hochladen, damit andere das vielleicht auch ein bisschen einfacher haben. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das hier auch noch mal so angesetzt bekommen. Jetzt muss ich da unten erstmal gucken, dass es da reingeht. Ja. Also ganz ehrlich, gedrückt bekommen hätte ich das nicht. Zündkerzenschlüssel. Passt. Super. Hier. Richtig gut. Ne? Also nochmal für all diejenigen, die es jetzt nicht mitbekommen haben, Zündkerzenschlüssel. Passt. Okay, so, die sitzen drinne. Gucke ich nochmal, ob ich da nochmal einen Schlag nachgebe. Dann holen wir uns mal das passende Rohr. Also hier wieder so eine Dichtung dazwischen. Das müssen wir das erstmal hier anders wieder machen. Damit ihr auch alles seht, hoffe ich. Ja doch. Könnt ihr erstmal alles sehen. Also, passende Dichtung dazwischen. Manchmal frage ich mich, wie man sie auch so bescheuert hier anstellen kann. Oh. Wie war das? Was habe ich vorher noch gesagt? Das ist total einfach. Ja, wenn man diesen schweren Wärmetauscher nicht mehr hat. Also ein kleines bisschen muss ich das revidieren. Ich weiß jetzt auch nicht, was besser ist. Ah, nee, ich sehe schon, ich kann sie gar nicht anders durchstecken. Die Schraube. Da hinten wäre mir dann das Stößelschutzrohr im Weg. So, also was ich eben schon gesagt habe, ich wollte jetzt von oben eigentlich die Schraube einlegen. Das ging so aber nicht. Weil tatsächlich von hier oben kam ich jetzt nicht rein wegen dem Stößelschutzrohr. Das genau nach der Anleitung halte. Auf der anderen Seite bekam ich das jetzt eben hier auf der anderen Seite auch nicht besser hin. Also da das hier an dem Winkel rein zu fummeln, da musste ich jetzt hier, seht ihr das, da musste ich jetzt hier die Kupfermutter so rumsetzen. Das passte da so eben nicht durch. Ja, mein Gott. Ist jetzt, denke ich, auch nicht schlimm. So. Haben wir das erstmal so weit dran. Dann würde ich sagen, ziehen wir das Ganze jetzt schon mal fester. So, also ihr braucht in diesem Fall jetzt einen 13er. Nehmen wir mal hier die, was haben wir denn da liegen? 13er, jawohl. 13er Nuss- oder Maulschlüssel und ein 12er. Tja, was fällt mir hier schon beim Einbau auf? Also ich muss schon sagen, ist nicht einfach. So, wir haben das jetzt fast angezogen komplett. Was haben wir denn noch nicht? Hier. Also ich finde, das ist das Schlimmste mit am Motor. Wärmetauscher tauschen. Das ist irgendwie eine Arbeit. Da wirst du bekloppt. Meine, wir kommen vorwärts, Gott sei Dank. Also jetzt muss ich euch noch was dazu sagen. Und zwar die Flansche. Also die schwarzen Dinger, die ihr zuerst montiert habt. Die zieht ihr eigentlich mit 20 bis 25 Newtonmeter an.
dann ist auch Schluss. Macht da nicht mehr drauf. Ich mache das jetzt hier vorab erstmal nur mit dem kleinen Schlüssel, den ich hier habe, mit der kleinen Nuss, weil ich habe einfach keinen Drehmomentschlüssel aktuell zur Hand, der hier passig ist. Also übertreibt es da nicht, zieht die fest. Ihr kommt da später noch mal gut dran, weil ihr jetzt auch die Schutzbleche nicht mehr montieren könnt. Also diese Stößelschutzrohrbleche. Das ist eines der Nachteile. Da müsste man sich mal was überlegen, indem man die ja, anpasst. Weil sie passen so jetzt hier nicht mehr drunter. Ne? Die saßen ja an dieser Stelle. Deshalb, ich ziehe jetzt hier die Flansche nach Gutdüngen an. Das habe ich früher natürlich auch mal gerne gemacht. Mittlerweile benutze ich gerne einen Drehmomentschlüssel. Übertreibt es nicht. So, wie gesagt, irgendwo zwischen 20 und 25 Newtonmeter macht da nichts falsch. Nur ich ziehe das jetzt erstmal von Hand an und mache das zum anderen Zeitpunkt. So, 20 Newtonmeter. CSP sagt auch, erstmal hier alles so grob montieren und dann nachher auch die ganzen einzelnen Schrauben nochmal festziehen mit 20 Newtonmetern, wenn der Auspuff montiert ist. Ja, also dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Wenn der Auspuff montiert ist, alles einmal richtig festziehen. Ich gucke jetzt erstmal hier, dass das im Einzelnen überhaupt erstmal fest ist. Muss ja nicht alles so labberig sein, ne? Jetzt montieren wir das auf der anderen Seite ebenfalls. Kupferring rein und dann muss ich mal wieder gucken, ist das hier Zylinder 4. Aber ist da was? Wir machen das jetzt in der richtigen Reihenfolge weiter. Zylinder 3. Das ist nämlich der hier. Erinnert mich nur leicht daran, dass ich schon den Kupferring reingesetzt habe. Also, nochmal von vorn, Kupferring rein, vor alles schön sauber machen. Hier in dem Gebiet, hübsch. Der hat hier die Auskerbung. Das erkennt man, das kommt hier hin. So. Muss ich einmal gerade hier die Leuchte nehmen. Sitzt das so, wie das soll? Jo. Das sieht gut aus. Kupferring ist auch da. Da, wo er hingehört. Tipptopp. Also, weiter geht's. Manchmal, da bräuchte man hier irgendwie noch einen Arm. Kennt ihr das? So, jetzt weiß ich mal nicht, ob ihr das noch alles so sehen könnt. Aber jetzt brauche ich auch einmal hier Licht. Da. Jetzt habe ich das schon ein bisschen zu fest angezogen. Dann lösen wir das nochmal. So. So. Und dann geht es wieder weiter mit den Stößelschutzrohren. So, sorry Leute, eben bin ich da irgendwie mal gegen die Kamera gekommen und dann mit dem Licht auch irgendwie war das völlig schief. Naja, also in guter alter Manier wie eben kommen jetzt wieder die Stößelschutzrohre rein. Wie gesagt, achtet ein bisschen auf die Einbaulage der Naht. Ich drehe mir die jetzt auch passig. Stößelschutzrohre sind alle drin. Super. Ja, dann holen wir mal das J-Rohr und bauen das hier am Auspuff erstmal weiter. Ja, fangen wir mit dem Kollegen an der Stelle.
Also jetzt würde ich mal gerne wissen, wo der Fehler liegt. Ich kriege die Schraube weder von hier unten durch, noch von oben. Oben sitzen mir die Wärmetauscher im Weg. Und hier unten passt das mit der Rohrbiegung nicht. Also liebes CSP-Team, was machen wir denn da? Das geht aber so nicht. Ich kriege das von oben nicht durch, wegen dem Schlüsselschutzrohr, was ich reinschieben musste. Und ich kriege das von unten nicht durch, weil der Rohrbogen nicht passt. Selbe Nummer wie auf der anderen Seite. Da müsst ihr euch was überlegen. Das passt so nicht. Kann ich ja noch ein bisschen fummeln und das probieren. Aber so dolle ist das nicht. Wie weit bin ich denn da? Ja, schon fast durch. Ja, Gott sei Dank. Also, das geht, aber gerade so. Das habt ihr jetzt auch mitgesehen. Tja, was würde ich da sagen? Liebes CSP-Team, guckt doch mal, ob ihr da wirklich noch 1-2 mm nach außen könnt. Das ist so knappe. Ich meine, ihr wisst das ja, wie das ist, wenn man hier so unterm Auto hängt. Da gibt es immer und immer und immer wieder so Verzweiflungsmomente, ne? Das kennt ihr bestimmt. Wo du dir dann denkst, Mensch, ey, wofür tue ich mir das eigentlich an? Ja? Und dann fahrt ihr mit eurem Lieblingsvehikel und dann wisst ihr, wofür er das tut. Also jetzt haben wir den Auspuff. Gucken, ob der jetzt erstmal ranpasst. Als allererstes packen wir uns jetzt hier wieder die Dichtung mit drauf. Die müsst ihr, wie gesagt, auch separat bestellen bei CSP. Die sind jetzt nicht automatisch dabei. Jetzt schauen wir mal, wie das hier so dran passt. Ich hoffe gut. Jetzt sitzt er. Also das war nicht ganz ohne. Deshalb müsst ihr auch zusehen, dass ihr unbedingt noch die Flansche und alles locker lasst. Flansche und die Rohre noch nicht festballert. Hey, ich habe eine Verbesserung gefunden. Ah, das ist ja super. Jetzt kommt man endlich an diese bescheuerte Schraube ran, die obere. Ihr erinnert euch vielleicht am Anfang des Videos, das war die man extra nochmal, also wo man extra oben das Blech abbauen musste. Jetzt kommt man von hier dran. Das ist schon mal gut. So, zieht die Schrauben auch schön fest an. Auch mit 20 Newtonmeter habe ich jetzt hier nicht parat den Drehmomentschlüssel. Weil ganz ehrlich, am Auspuff übertreibt es einfach nicht und dann passt das schon. Geht nicht immer alles mit Drehmoment. Also die Dichtung von CSP, die ist auch super. Schön dick. Gefällt mir.
So, jetzt müssen wir das hier auch machen. So Leute, ein erstes Fazit. Also hier sieht es so aus. Da sieht das so aus mit den Rohren. Ja. Auspuff ist drunter. Gefällt mir schon mal. Also um euch jetzt hier nicht komplett zu langweilen. Wow, Hölle ey. Ihr braucht dafür einen ganzen Samstag, aber das werde ich nachher noch mal im Detail ein bisschen erzählen. Ich stelle euch mal hier ab. Also, ich ziehe jetzt alle Schrauben noch mal von den Anschlussflanschen, den Rohren und dem Schalldämpfer nach. 20 Newtonmeter ist vorgeschrieben. Ich mache das jetzt noch mal und dann melde ich mich wieder, wenn ich die Stößelrohre einbaue, die Kipphebelwellen. Dann müssen wir noch einmal Ventilspiegel einstellen und dann können wir mal einen Probelauf machen, ne? Wie leise er dann geworden ist und ob alles dicht ist. Also, ich will euch jetzt nicht langweilen, ich mache jetzt erstmal weiter und wir sehen uns wieder bei den Ventildeckeln. Bis gleich. So, Freunde der Nacht, ich habe also jetzt alles nachgezogen am kompletten Auspuffsystem. Das wäre jetzt erledigt. Jetzt geht es nochmal in die Arbeit mit den Kipphebelwellen. Das machen wir auch noch fertig. Dann stellen wir noch die Ventile ein und dann machen wir einen Probelauf, bevor ich die letzte Verblechung oben anschraube. Das ist dann ja Pille-Palle. Auf geht's. Also seht zu, dass hier auch alles sauber ist an den Auflageböcken. Da kommen nämlich gleich dann die Kipphebelwelle wieder drauf. Wir putzen jetzt einmal rüber. Also seht bloß zu, dass da alles sauber ist. Nehmen wir noch mal ein bisschen Bremsenreiniger. So, dass da bloß alles sauber ist, dass die Kipphebelwelle wirklich ordentlich aufliegen kann. So, und ansonsten hole ich jetzt erstmal die Stößel in der Reihenfolge, wie ich sie demontiert habe. Setze die genau so wieder ein. Und kein bisschen anders. So. Und die nächsten beiden. Der hat da seinen Platz. Und der hat da seinen Platz. So. Seht zu, dass hier diese Aussparung der Kipphebelwelle wieder schön nach unten zeigt. Und dann müsst ihr nur noch gucken, dass die Kipphebel natürlich auch schön in ihren Pfannen liegen. So. Bei der Kipphebelwelle sind so, wie soll ich sagen, hier zwischen sind so Wellenscheiben. Und dadurch ist die ein bisschen auf Spannung, wenn ihr die da reinbringt. Na, nur nicht, dass ihr euch wundert. So, den Kipphebel, das müsst ihr spüren, der darf nicht aufliegen. Entschuldigung, die Stößelstange, die darf nicht aufliegen. Ihr müsst das wirklich erstmal reindrücken, so wie jetzt hier. Aber hier stimmt jetzt auch das Ventilspiel so ungefähr. Aber ihr müsst hier mit dem Finger zwischen. Und wenn die sich dreht, wie in so einem Kugellager fühlt sich das an, dass die sauber geführt ist, dann sitzt die auch richtig. Das ist hier auch noch nicht der Fall. So, dann nochmal raus damit. So. Da muss ich mir echt die Handschuhe für ausziehen, das spürt man sonst nicht. Jetzt. Seht bloß zu, dass die sauber drinnen liegen. Kontrollieren wir mal gerade. Okay. So. Und erst jetzt können wir diese
Scheiben wieder draufsetzen. Und dann die Muttern. Die schrauben wir auch so weit drauf, wie es eben nur geht. Damit sich hier bloß nichts löst. So. Dann packe ich nochmal zwischen. Die Stößel, die dürfen sich jetzt nicht klappern oder irgendwie sowas bewegen. Die müssen da in dieser Kugelpfanne geführt sein. Wenn ihr sonst nachher den Motor anschmeißt, haut ihr euch die krumm. Ich probiere da nochmal reinzuleuchten, damit ich das auch sehen kann. Jo, jo. Sitzt und sitzt. Das könnt ihr am besten sehen, wenn er da reinleuchtet. Ich kann es euch jetzt leider nicht genauer zeigen. Aber ich glaube, das ist für euch verständlich, ne? So. Und jetzt braucht man definitiv einen Drehmomentschlüssel. Das machen wir nicht anders. Für die Kipphebelwelle, da müsst ihr irgendwie zusehen, euch da einen Drehmomentschlüssel zu besorgen. Also das Drehmoment beträgt 15 Newtonmeter. Beziehungsweise, sorry, bevor irgendeiner das falsch aufnimmt, es sind 14 Newtonmeter. So. Und ich mache daraus jetzt 15, also geringfügig mehr. Da wird nichts passieren. Also heute ist Tag des Umsteckens von einer Knarre auf die nächste und die nächste Einheit. Also ihr braucht wirklich eine ganze Menge Werkzeug, kann ich euch jetzt schon mal verraten, um das hier irgendwie alles vernünftig zu montieren. So, zack, der sitzt fest. Da hat es geknackt. Also nicht an der Welle, sondern am Drehmomentschlüssel. Lasst euch nicht dazu verleiten, die irgendwie anzuballern. Ihr macht euch damit so viel kaputt. Mit Drehmomenten ist manchmal echt nicht zu spaßen, wenn man die missachtet. Wie gesagt, ich habe das jetzt natürlich bei den Anschlussstutzen auch mal so gemacht, aber hier bitte nicht. So. Das ist jetzt natürlich alles verstellt, ist klar. Deshalb ist es auch so entscheidend, dass ihr danach noch nicht die Ventildeckel montiert, sondern tatsächlich erstmal das Ventilspiel einstellt. So, ich mache das jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Das sieht ja genauso aus. Also das mache ich jetzt einmal ohne Kamera. Und dann sehen wir uns hier auf dieser Seite gleich wieder zum Ventilspiel einstellen. Bis gleich. Und dann machen wir auch einen Probelauf, nachdem die Ventildeckel montiert sind. Hier müsst vorher noch diese Klammer, die wir abgenommen hatten. Die muss da unten die Schutzrohre halten. Die darf nicht zu weit reinrutschen. Die muss an den Schutzrohren klemmen. Die muss die Schutzrohre festhalten. Die setzt er erst hier an, dann da an und dann in der Mitte. Und dann flutscht die eigentlich auch schon passig rein, dass ihr das noch wisst. Ich werde jetzt gerade noch die Ventildeckel montieren. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr wieder ein bisschen Licht habt. Dann machen wir noch mal einen Probelauf. Okay? Bis gleich. So, wir wollen also Ventile einstellen. Jetzt kennt man das ja klassisch, dass man oben am Verteiler das auf die entsprechende Markierung stellt. Und da muss man zusehen, dass dann der richtige Zylinder auch frei ist. Hier sehe ich jetzt schon, der ist frei. Die Ventilfeder ist entspannt und hier ist die Ventilfeder vorgespannt. So, da ist auch die eine vorgespannt, die andere nicht. Jetzt gehen wir auf die andere Seite und wir machen das Ganze mit der Ventilüberschneidung. Dafür braucht ihr nämlich oben nicht am Verteilerfinger oder dergleichen drauf achten, sondern wir machen das tatsächlich über eine Ventilüberschneidung und dazu müssen wir jetzt einmal auf die andere Seite. So, bevor wir jetzt aber auf die andere Seite gehen, zu dem Thema Ventilüberschneidung, das zeige ich euch jetzt hier noch an dem Zylinder 1, damit ihr versteht, warum das so simpel ist einzustellen. Also, schauen wir mal uns an, was passiert. Das könnt ihr sogar auch, wenn ihr mit dem Maulschlüssel an der Riemenscheibe seid, also an der Kurbelwelle oder an der Lichtmaschine besser gesagt, ansetzt. Ich bewege jetzt mal den Maulschlüssel hin und her und ihr seht, wie das Einlass- und das Auslassventil sich beide bewegen, quasi sich überschneiden. Also in dem Moment, wo quasi der eine sich nach innen bewegt und der andere nach außen. Das könnt ihr, glaube ich, hier gut sehen. Ja? So, wo die sich jetzt überschneiden, da höre ich jetzt mal auf. An Zylinder 1
Und genau auf der anderen Seite liegt jetzt Zylinder 3. Und der wird jetzt frei sein. Da könnt ihr jetzt die Ventile einstellen. Und da gehen wir jetzt mal hin. Und beim Bulli könnt ihr direkt auf der Kurbelwelle ansetzen. Oder beim Käfer direkt mit dem Typ 1 Motor. Hier beim Typ 4 Motor habe ich jetzt hier angesetzt. An der Lichtmaschine. Nur damit ihr wisst, wo ich eben den Maulschlüssel hin und her bewegt habe. Und jetzt zeige ich euch Überschneidung, wohlgemerkt Zylinder 1. Dann könnt ihr, hört ihr das Klickern? Könnt ihr an Zylinder 3 jetzt die Ventile einstellen, weil die sind jetzt frei. So, hatte ich eben noch vergessen, ihr braucht noch einen 14er Maulschlüssel oder Ringschlüssel, was ihr da habt. Zuerst messe ich. 0,15 ist das Maß sowohl für das Einlass- als auch das Auslassventil beim Typ 1 Motor. 0,15 für das Einlassventil und 0,2 mm für das Auslassventil. So, jetzt habe ich all die Jahre tatsächlich auch immer 0,2 am Auslassventil gefahren und 0,15 am Einlassventil. Auslassventil kann man sich merken, sitzt außen, Auslassventil, Auslassventil, Einlassventil, Einlassventil. Aber ihr macht da nichts mit falsch beim Auslassventil. Beim Einlassventil sieht das ein ganz klein bisschen anders aus. Längere oder kürzere Einlassfüllzeiten verändern natürlich auch irgendwo die Werte. Im Auslassventil eher das jetzt nicht ganz so tragisch. Ich nehme jetzt aber dieses Mal, das sieht man glaube ich gar nicht, 0,15 für beide. So, jetzt gucke ich mal. Das hier geht ganz gut saugend dazwischen. Das kann so bleiben. Ups. Da muss ich noch mal ein bisschen besser rankriechen von der anderen Seite. Das ist zu groß. Ups. Stelle das mit dem Schraubendreher mal ein bisschen nach. Das geht schon ganz gut dazwischen. Und dann, wenn das so passt, setzen wir den wieder an, halten den in der Position. Muss ich aufpassen mit der Kamera, da komme ich jetzt immer gegen. So. Halten das in der Position, ziehen die Mutter fest. Erstmal vorsichtig. Dann überprüfen wir das Ganze nochmal. Das muss wirklich einmal durchgehen. Saugend. Und hier merke ich, es ist ein bisschen zu eng. Dann geht ihr wieder mit dem Schlüssel drauf, lösen. Wir lösen die Schraube auch ein wenig, ziehe es nochmal an. Kontrolle. Jetzt geht es saugend dazwischen. Prima. So kann es bleiben. So, wir merken uns, ziehen das jetzt nochmal fest. Das war in Ordnung. Das war auch in Ordnung. Zylinder 3 ist eingestellt. So, wie geht es jetzt weiter? Wir gehen jetzt mal wieder auf die andere Seite, beziehungsweise wir können jetzt auch hier gucken. Haben wir hier vielleicht irgendwo eine Überschneidung? Zylinder 4 könnte, ups, ich muss mal hier hochklettern, eine Überschneidung gleich haben. Schauen wir uns das doch mal an. So, wenn ich den jetzt hier mal ein bisschen hin und her bewege, ja, und ich das so sehe, bewegt sich tatsächlich im Moment nur das Auslassventil an Zylinder 4. Und jetzt bewegen sich beide. Könnt ihr das sehen? Wunderbar, oder? Einlassventil geht rein, Auslassventil geht raus, Einlassventil rein, Auslassventil raus und umgekehrt. So, und da habe ich meine Überschneidung. Ups. Jetzt habe ich auf diesen beiden Zylinder 4 Einlass-Auslassventil meine Überschneidung. Und jetzt gehen wir nämlich auf die gegenüberliegende Seite exakt an Zylinder 2. Da gucken wir jetzt mal, ob das passt. Also Zylinder 4 hat die Überschneidung und Zylinder 2 wird damit eingestellt.
Hört man hier eindeutig? Da ist es leiser, das Geräusch. Aber die beiden, Auslassventil, Einlassventil, werden jetzt eingestellt. Gucken wir uns das nochmal an. Das passt. Da kriege ich es nicht zwischen. So, das heißt, Einlassventil passt wieder. Das ging saugend dazwischen. Dann stellen wir hier erstmal ein. Am Auslassventil. Einmal lösen. Schraubendreher ansetzen. Das klingt schon besser. Ist ein bisschen fummelig. Müsst ihr mal gucken, wo er am besten dran kommt. So. Kleines bisschen. Da würde ich es bei belassen. Dann dasselbe Spiel wie auf der anderen Seite. Mit dem Schraubendreher in der Position halten. Festziehen. Und noch einmal überprüfen. Das ist ganz wichtig nach dem Festziehen. Hatte ich schon oft, dass sich das minimal verstellt hat. So, das geht hier saugend durch. Und Einlassventil kontrollieren wir auch noch mal. Das könnte einen ganz kleinen Tucken weiter auf. Das ist so wichtig. Drehen wir das minimal auf. So. Das müsste reichen. Jetzt kontrollieren wir das auch noch mal. Das ist saugend dazwischen. Sieht man, ne? Zack. Und damit ist es schon eingestellt. Jetzt fehlen noch Zylinder 1 und Zylinder 4, die eingestellt werden müssen. So, jetzt habt ihr also gesehen, wie das geht, ohne immer auf die Verteilerkappe bzw. auf den Verteilerfinger gucken zu müssen, wo an welcher Stelle sind die Ventile frei. Das könnt ihr euch sparen. Das ist ein ganz einfacher Trick. Immer überschneiden lassen, zwei der Ventile, und genau auf der gegenüberliegenden Seite die Ventile einstellen. Also Überschneidung an Zylinder 1, dann müsst ihr an Zylinder 3 einstellen. Überschneidung an Zylinder 2, dann müsst ihr an Zylinder 4 einstellen. Und umgekehrt. An Zylinder 3 die Überschneidung, stellt ihr an Zylinder 1 die Ventile ein, und die Überschneidung an Zylinder 4 stellt ihr an Zylinder 2 die Ventile ein. Und dann seid ihr da eigentlich in einer halben Stunde mit durch. Ganz simpel, ganz einfacher Trick, funktioniert, ist vollkommen in Ordnung. So, ich mache das jetzt noch mit den anderen beiden Ventilen jeweils, und das müsst ihr euch jetzt ja nicht alles noch im Detail mit angucken. Und zum Abschluss, bevor wir dann hier noch einen Testlauf machen, bauen wir noch die Zylinderbleche ein, und dann lassen wir den Motor einmal laufen, ob alles mit der Auspuffanlage passt und auch mit den Ventilen, die eingestellt wurden. Also, weiter geht's. So, nachdem ihr alle Ventile eingestellt habt mit dem Überschneidungsverfahren oder nach der klassischen Methode über den Verteiler und dann einstellen, kommen jetzt wieder Ventildeckel drauf. Bei mir sind es die Originalen, einfach mit einer frischen Dichtung. Und bei mir sind die maximal nur eingeölt. Seht zu, dass die Dichtfläche hier sauber ist. Ich habe da eben schon einmal rüber geputzt. Ja, ein kleiner schwarzer Fleck, aber da passiert jetzt nichts. So, und dann werden die einfach maximal mit ein bisschen Öl benetzt angesetzt. Wichtig ist, dass die vernünftig aufliegt. So, jetzt sitzt die. Und dann, ich kriege es jetzt nicht so ganz drauf. Beim Schraubendreher könnt ihr euch auch einen Lappen nehmen. Sitzt die. So, was muss ich jetzt schon sagen, ist ein großer Vorteil. Ich habe hier mehr Bewegungsfreiheit. Vielleicht erinnert ihr euch, die alten Wärmetauscher, die sitzen hier ganz knapp drunter. Also ich hatte hier immer Probleme beim Lösen der Klammer und dann den Deckel runter zu bekommen, geschweige denn wieder drauf zu bekommen. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber mit den CSP-Rohren ist das besser, muss ich echt sagen. Top. So, andere Seite dasselbe Schauspiel. Und dann geht's oben im Motorraum weiter.
mit der letzten Verblechung. Jetzt kommt der letzte Akt, bevor dann auch wieder die Motorraumdichtung da unten reinkommt. Ich hole mal die Bleche. Braucht da letztendlich noch einen Kreuzschlitzschraubendreher. Nur die richtige Seite raussuchen. Genau, das Blech kam hier hin. Darauf achten, dass hier die Dichtung in den Öleinfüllstutzen nicht abgeht. Die müsste ich bei Gelegenheit eigentlich auch neu machen. Die sieht nicht mehr ganz so gut aus, aber gut. Heute beenden wir das Thema jetzt erstmal so. Das muss wieder unter den Keilriemen drunter. So. Es hilft, wenn ihr euch hier auf der anderen Seite zumindest während der Demontierphase auch nochmal eine Schraube reinmacht für das Hitzeschutzblech. Ihr erinnert euch vielleicht am Anfang, weil dann habt ihr das einfacher hier auch mit dem Ausrichten. Bei mir ist das ganz schön unter Spannung. Das hat mich schon immer gewundert. Aber gut. Jetzt fangen wir mal an, die hier anzusetzen. Das sieht gut aus. Noch nicht festziehen. Und ganz unten muss ja auch noch mal eine Schraube rein. Das wird auch noch mal spaßig. So, und jetzt gucken wir erstmal, dass das hier mit dem Hitzeschutzblech passt. Die haben wir auch schon mal fest. So, und dann kommt da noch einer rein. Wisst ihr was? Das setze ich mir hier schon mal drauf. Das ist mir zu heikel, dass mir da eine Schraube reinfällt. Hatte ich ja eingangs noch gesagt, macht euch da Papier rein. Habe ich ja auch gemacht. Das war jetzt natürlich schon weg. Und die Bleche hier montieren ist auch nicht immer ganz einfach. Das ist ein bisschen fummelig. Wissen wir, glaube ich, auch, ne? Irgendwie. Aber irgendwann packt dann auch jede Schraube mal. So. Die. Jetzt auch noch die hier festziehen. Ja, und da unten sah es ja noch mal eine. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Anfang. Die montiere ich jetzt auch mal gerade. Und dann machen wir noch das andere Blech. Schraube von unten ist auch fest. Dann schauen wir mal, dass wir das hier auch noch reinbekommen. Dann schraube ich hier meine Haltelösung einmal lose wieder. Weil da greift jetzt gleich das andere mit rein. Ich sehe aber, das reicht schon, das Lösen. So, dann schieben wir die mal hier wieder in ihren alten Platz zurück. So, und das reicht tatsächlich, wenn wir die jetzt da unter die Schraube noch schieben. So, das macht also Sinn, die tatsächlich noch ein bisschen zu lösen. Setzen wir uns alle Schrauben erstmal wieder vorsichtig an. Festziehen geht dann immer. Die sitzt auch hervorragend. Aber da kann ich jetzt natürlich am schlechtesten gucken. Irgendwie auch wieder klar, ne? Da hängt mir doch jetzt noch die Dichtung zwischen. So. Die Motorraumdichtung. Also hier ist auch wieder ein bisschen Fummeln im Dunkeln. So, Schraube richtig festziehen. Hier das gleiche. So, und an allen Stellen jetzt nochmal die Schrauben nachziehen, wo auch immer man sie montiert hat hier.
macht das ganz zum Schluss. Das ist ja dann wirklich nur noch fix gemacht. Aber wenn die zu früh alle angezogen sind, dann kann es sein, dass ihr die Bleche nicht mehr richtig ausrichten könnt oder dergleichen. So. Vergesst auf keinen Fall die Motorraumdichtung wieder anzubringen. Weil das kann ich euch sagen, ist echt ein Problem, wenn die nicht mehr da ist. Da kommt so viel Hitze vom Motor hoch. Da macht ihr euch über kurz oder lang auch den Motor mit kaputt. So. Aber die hält echt gut. Die kostet nicht viel. Ich weiß gar nicht, 25 € oder sowas. Dieser Schaumstoff. Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, ob der so gut hält. Aber das tut er. Da muss ich ehrlich gestehen, da muss ich das mit den Fingern machen, ohne Handschuhe, weil das stockt doch zu sehr. Fummelt die nur richtig da rein, da ist so eine Nut drin. Das seht ihr und merkt ihr auch, wenn die vernünftig sitzt. Ist an sich nur ein bisschen Fummelei und der Endspurt, danach habt ihr es geschafft. Aber ich glaube, komplett müsst ihr euch das jetzt gar nicht alles angucken, oder? Ich mache das gerade fertig und dann machen wir den Motorstart. Bis gleich. Kommen wir mal zu einem Resümee von den Vor- und den Nachteilen von den CSP-Wärmetauschern. Das eine oder andere ist mir ja während der Montage aufgefallen. Vorweg, ich finde die Dinger super, super genial. Aber es gibt so ein paar kleine Dinge, die solltet ihr wissen. Und fangen wir mal einfach mit den Kleinigkeiten an oder mit den kleinen Nachteilen. Wer in den Motorraum schaut, wird feststellen, da ist jetzt ein Loch. Und dasselbe, das haben wir auf der anderen Seite auch. Da. Ne? Da ging ursprünglich das runde Rohr und hier auf dieser Seite das ovale Rohr rein, was eigentlich von diesem Zusatzgebläse kommt. Das fällt weg. Ist klar, ihr habt ja jetzt die CSP-Wärmetauscher-Ersatzrohre verbaut. Problem ist, an dieser Stelle und an der anderen Stelle steigt jetzt die heiße Luft vom Motor auf. Das habe ich schon in der Vergangenheit gehabt, weil ich die ja schon stillgelegt hatte und habe mir dadurch, als ich den Wohnwagen mal gezogen habe, echt Hitzeprobleme mit dem Motor bekommen. Nämlich er ist ausgegangen, weil er so heiß geworden ist, weil er sich hierüber Heißluft reingesaugt hat. Also hier hinten auch. So, das habe ich gemacht. Ich habe mir da so einen Gummilappen zurechtgeschnitten und da reingesetzt. Ich werde ihn jetzt hier auch wieder reinkleben. Das solltet ihr nur wissen. Man kann sich da vielleicht auch irgendwas drucken, 3D drucken oder einen Blech anfertigen und das zuschweißen, weil da gibt es bisher keine Lösung für. Falls doch, schreibt es gerne mal bitte in die Kommentare. Also macht die zu auf beiden Seiten. Ein weiterer Nachteil, den ich sehe, den ich persönlich sehe, das ist der Halter von der Lichtmaschine. So, und der lässt sich jetzt hier nicht mehr dran festschrauben. Das war vor an dem Wärmetauscher so vorgesehen, dass hier dieser Gegenhalter an dem Wärmetauscher festgeschraubt wurde. Das fällt weg. Ich habe das bei CSP auch schon mal angemerkt. Kann man da nicht irgendwas machen? Aber es ist halt so, dass ja unterschiedlich diese CSP-Rohre verbaut werden und diese halt zum Beispiel auch beim Käfer in den Käfer reinkommen als Typ 4 Motor und da gibt es
diese Art von Lichtmaschine nicht, weil die sitzt ja da mittig. Sprich, ich würde mir einfach wünschen, man kann hier noch was kaufen, so ein Zusatzteil, um das dann hier festzuschrauben, dass das wieder die nötige Steifigkeit hat. Ich werde mir jetzt was selber überlegen und dann selber herstellen. Noch eine Sache, die wegfällt. Hier saßen ja ursprünglich auf beiden Seiten die Bleche zum Schutz der Stößelrohre. Die sind jetzt nicht mehr da. Beim Typ 1 dienen die natürlich auch der Luftführung. Hier beim Typ 4 bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das hauptsächlich dafür war oder eher doch für den Steinschlag. Vorteil und Nachteil in dem einen. Nachteil, sie fallen jetzt halt weg. Und das ist hier ein bisschen ungeschützt, das Ganze. Vorteil, den mir CSP mitgenannt hat, ist, durch diese neuartigen Krümmer habt ihr eine bessere Zylinderfüllung, beziehungsweise die Abgase werden schneller abgebaut und dadurch entsteht hier nicht mehr so eine Hitze wie früher. Also ihr habt eine niedrigere Zylinderkopftemperatur, so wurde mir mitgeteilt. So, das kann ich jetzt natürlich nicht selber direkt testen. Ich werde jetzt mal sehen, wie es jetzt im Laufe des Sommers verhält. Aber das kann ich nachvollziehen, weil hier saßen vor die dicken Klumpen von Wärmetauschern, die natürlich auch irgendwo abgestrahlt haben mit ihrer Hitze. Und jetzt ist das Ganze offen. Das heißt, die Kühlluft während der Fahrt kann hier wunderbar dran. Ich gehe davon aus, dass es tatsächlich eher von Vorteil als von Nachteil ist. Ich wollte es aber trotzdem erwähnen. Und last but not least muss ich auch sagen, haben wir hier an den Anschlussstutzen die versenkten Schrauben. Und es ist teilweise doch fummelig, an die Schrauben zu kommen. Ihr müsst also mit einer ganzen Menge Adapter auch arbeiten, um dann irgendwie doch daran zu kommen. Ich konnte zum Beispiel mit meinem Standard-Drehmomentschlüssel nicht dran. Hier würde ich mir wünschen, dass vielleicht hier noch eine gewisse Freigängigkeit wäre an den Flanschen der Rohre. Weil, guckt mal, so viel ist das gar nicht, dass man hier vielleicht Aussparung hätte. Also liebes CSP-Team, vielleicht könnt ihr euch das nochmal oder der Sache nochmal annehmen, dann kommt man an die Muttern besser dran. Nichtsdestotrotz, die Vorteile überwiegen mit diesen neuen Rohren. Ich bin total happy, die eingebaut zu haben. Das war eine Menge Fummelei. Ich kann euch sagen, ihr braucht etwa 10 Stunden mit allem. Also Abbau von den Blechen, den Endschalldämpfer abbauen, das ganze alte Gelumpe runter, dann auch die Stößelschutzrohre demontieren, wieder montieren, Kipphebel drauf und so weiter und so fort. Ihr habt das jetzt ja im Video gesehen. Wenn ihr samstags morgens früh anfangt, dann seid ihr abends fertig. In zweierlei Hinsicht. Ihr seid dann fertig mit der Fummelei und selbst auch. Ich fand es anstrengend. Es ist natürlich auch dem geschuldet, dass ich hier auf dem Fußboden hantiere. Also ich kann euch empfehlen, geht auf eine Hebebühne. Ist besser. Ich habe es hinbekommen. Ist eine Fummelei, auch mit den Anschlussstutzen, was ich eben noch mal erwähnt hatte, auch mit den Muttern. Teilweise ein bisschen fummelig. Riesenvorteil, den ich aber sehe, ist, diese Anschlussstutzen könnt ihr einzeln mit den Kupferringen aufsetzen und dann draufsetzen. Vorsichtig schon mal anziehen. Dann die ganzen G-Rohre, diese Wärmetauscherrohre, oder Wärmetauscher nicht, G-Rohre heißen sie ja, J-Rohre. Die könnt ihr leichter ansetzen, sie sind viel leichter. Das lässt sich alles besser anpassen als mit diesen klobigen alten Dingern. Sodass ich persönlich meine Empfehlung ausspreche für dieses Produkt. Also ich bin froh, die drunter gebaut zu haben. Wie gesagt, gibt ein paar Nachteile. Ich finde aber die Vorteile überwiegen und probiert es aus. Jetzt habt ihr zumindest vollständiges Einbau- und Ausbauvideo umgekehrt. Jetzt habt ihr ein vollständiges Ausbau- und Einbauvideo. Ich habe es bisher noch nicht gefunden hier bei YouTube. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr das honoriert. Auch meine Laberei zwischendurch. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach einen Daumen hoch da lasst und vor allen Dingen diesen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und liebend gerne in eurem Freundeskreis diesen Kanal weiterempfehlt, weil ihr werdet hier viel mitbekommen um den VW Käfer, um den VW Bulli. Wie mache ich es? So wird es gemacht, wie es früher gemacht wurde. Alle technischen Kniffe und Tricks gebe ich gerne weiter, was ich zumindest so weiß. Also bleibt dran, abonniert den Kanal und sagt es gern weiter. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Ciao.